Hallo liebe Landschaftsfotografen, ich bin Christian von Eiso und an meiner Seite begrüße ich Serda von Phototours4You und wir laden euch ein, mit uns zusammen die Color Class Lofoten zu erleben. Wir fliegen mit euch zusammen nach Nordnorwegen, werden da Landschaftsfotografie vom Feinsten zelebrieren und wirklich von der Konzeption über die Fotografie selbst, über die Bildbearbeitung bis hin zum Ausdruck den kompletten Workflow mit euch durchgehen. Der kundige Zuschauer wird vielleicht merken, wir sind noch gar nicht auf den Lofoten. Ne? Nordnorwegen stellt man sich ein bisschen anders vor, aber Serda, morgen geht's los. Warum haben wir uns heute noch mal hier getroffen? Fotografie macht man nicht im luftleeren Raum. Wir werden euch im Folgenden halt das ganze Equipment, das wir für diese Color Class verwenden werden, halt en Detail vorstellen. Los geht's. So sieht's aus. Mit das Wichtigste beim Fotografieren ist natürlich die Fotoausrüstung selbst. Und hier haben wir uns für die Fuji GFX 50S entschieden. Das ist eine sehr kompakte Mittelformatkamera. Wenn ihr euch das anguckt, die ist nicht sehr viel größer als eine handelsübliche digitale Spiegelreflexkamera, aber eben mit einem sehr viel größeren Sensor und deutlich über 50 Millionen Pixel Auflösung. Und damit haben wir wirklich auf der einen Seite eine wahnsinnig tolle Dynamik und eine sehr hohe Auflösung, also für die Landschaftsfotografie ideal. Außerdem haben wir noch zwei APS-C Fuji-Kameras dabei. Die eine ist die XH1, eine Kamera, die hauptsächlich fürs Filmen optimiert worden ist. Die kann natürlich auch fantastisch fotografieren, aber hat einige neue Features, die die anderen Kameras bisher nicht hatten. Außerdem haben wir noch dabei die XT2, die werde ich hauptsächlich benutzen, um so Making-of-Aufnahmen zu machen, aus der Hand zu fotografieren. Das sind so die beiden Gehäuse, die wir noch mit haben und natürlich ein Haufen Objektive. Ja, Serda, und was würdest du sagen, was ist das Zweitwichtigste neben der Kamera? Ja, muss ich nicht lange überlegen. Also für mich ist das Zweitwichtigste eindeutig das Stativ. Das Ding erdet einen. Ne? Also man kommt erst mit einem Stativ, das ist meine Meinung, richtig an der Location an. Gibt aber auch noch technische Aspekte, auf die man eingehen sollte. Ne? Was ist wichtig bei einem Stativ? Weil 3 Beine haben sie ja eigentlich alle. Ne? Warum? Also dann geht's so. Chris, du kennst das Stativ gut. Genau, ich habe mich hier für die GFX für ein Stativ der Systematic-Serie entschieden. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt ganz besonders stabil, ganz besonders robust und ganz besonders schwingungsarm sind. Da sie aus Carbon sind, sind sie aber auch noch vergleichsweise leicht. Wir wollen das Ganze ja auch noch tragen können. Ich nutze ein Stativ der Mountaineer-Serie, exakt dieses Modell, das 2543L. L heißt Höhe, Augenhöhe. Was ich hier extrem zu schätzen weiß, ist, müsste man nochmal das Systematik euch anschauen, wenn ihr mal schaut, es hat keine Mittelsäule. Das Mountaineer hat das. Das hat Vor-, aber halt auch Nachteile, weil mit so einem Ding hier könnt ihr nicht bodennah fotografieren. Ja, bei den Mountaineers ist es so, hier ist so ein Bajonett dran und dann könnt ihr das Ding abnehmen und dann in den Rucksack und dann könnt ihr einfach, naja, halt bodennah arbeiten. Das sind ja die Perspektiven, die meiner Meinung nach halt nochmal Pep in die ganze Geschichte reinbringen. Chris, vielleicht nochmal, wir sind ja viel auf Lofoten, viel am Wasser. Was hier ganz wichtig ist, ist, dass wir hier in allen Stativbeinen so Ohrringe haben. Diese Ohrringe dichten diese doch relativ filigranen Gewinde sind es, ne, gegen Sand und Wasser ab. Das ist was, das einfach den Unterschied macht. Zusätzlich zu dem ganz großen Burschen hier haben wir aber auch noch ein Reisestativ mit. Das ist die Traveler-Serie und die ist halt besonders kompakt. Wie machen die das? Die machen das, indem man die Stativbeine nach oben klappen kann, denn eigentlich ist das Stativ ja so. So, Serda. Thema Kamera, Thema Stativ können wir schon mal einen dicken Haken dran machen. So sieht's Was aus. für einen Landschaftsfotografen aber jetzt noch von existenzieller Bedeutung ist, ist das Thema Filter. So sieht's aus. Und da bekenne ich mich auch ganz offen zu. Für mich sind Filter integraler Bestandteil meiner Fotografie. Photoshop hin, Lightroom her, Filter brauche ich, um vor Ort, on Location, Licht zu formen. Und aus dem Grund haben wir uns hier mit Hilfe unseres Partners Haider mit Filtern eingedeckt. Dazu arbeiten wir mit Grauverläufen, wie wir sie
hier drin sind. Dann haben wir natürlich Polfilter dabei, damit können wir Reflexionen steuern. Des Weiteren haben wir dabei sogenannte Graufilter. Und was man auch sieht, und da muss ich dem Christian auch sagen, das hier ist eine geniale Idee, ne, dass man das beschriftet halt mit dem Dichtegrad, den dieser Filter aufweist. Genau, ist einfach so ein ganz normaler Labelprinter und damit kann man sich das Leben deutlich leichter machen. Ne? Definitiv. Ein Hilfsmittel zum Farbmanagement habe ich hier. Das sind die Referenzkarten von Datacolor. Die helfen uns bei der RAW-Konvertierung. Und hier oben ist der Spider Cube drauf. Damit kann man auch nochmal den Weißpunkt, den Schwarzpunkt und den Weißabgleich perfekt setzen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil dessen, was wir zum Thema Farbmanagement mitnehmen. Aber da ein Drucker, Monitore, Papier und sowas alles wirklich sauschwer ist, haben wir uns das nicht angetan, das alles im Koffer mitzuschleppen, sondern das steht auf einer großen Palette, ist hoffentlich jetzt schon im Hotel. Ich hoffe es auch, ja. Und als nächstes zeigen wir euch noch so ein paar Tricks, Kniffe, Haushaltsgegenstände, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber den kleinen, aber feinen Unterschied on Location machen können. Wir sind auf Lofoten. Lofoten sind 300 Kilometer nördlich des Polarkreises, ergo ist mit Kälte zu rechnen, auch im April. Ich fange mal an mit Spikes. Also das hier sind keine Spikes, sondern richtige Eiskrallen, macht auch Sinn. Wofür braucht man das? Man braucht das, wenn wir zum Beispiel am Meer arbeiten, am Strand und der Strand nicht aus Sand besteht, sondern aus Felsen. Brandung kommt, spuckt, das friert und man sieht es dem Stein nicht an. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr geht von einem Moment auf den anderen, tut euren Fuß nach vorne und rutscht weg, weil ihr keinen Grip mehr habt. Die geben euch genau das, was ihr braucht, nämlich Griff. Also solltet ihr nach Lofoten gehen, ist das lebensnotwendig. Ihr müsst Spikes kaufen. Punkt. Braucht ihr. Das nächste. Akkus. Das ist ein Akkulader, der es uns ermöglicht, mit einer Powerbank hier, das ist ein 20.000 mAh Ding, aufzuladen. Man beachte, guck mal, hier ist Akku, ne? Und jetzt drücke ich Knopf und dann lädt der. Das ist gerade für euch, die mit diesen spiegellosen Kameras unterwegs sind, enorm wertvoll, weil wir halt mehr Akkus brauchen. Jetzt werdet ihr euch fragen, ey, was ist das hier? Ne? Guck mal, sieht irgendwie, ne? Ja, es ist eine Duschhaube. Wenn wir am Meer sind und nah an der Brandung arbeiten, dann hat der Atlantik die Eigenart, dass er spuckt. Sea Spray nennt der Angelsachse das. In Verbindung mit den Filtern und den Optiken oder halt mit der ganzen Kamera ist es häufig so, wenn wir warten, legt sich hier nach einer Zeit dieser Sea Spray ab. Das ist salzige Wasserlösung, die, wenn sie ausgetrocknet ist, halt wirklich einen Salzfilm auf dem Filter hinterlässt. Das ist schwer zu reinigen. Also geht man hin proaktiv und deckt die Kamera halt für diese Wartezeiten mit diesen Duschschrauben entsprechend ab. Kommen wir jetzt zu dem Ding hier. Sieht aus wie Nervengift, ist es aber nicht. Das ist eine Reinigungsflüssigkeit. Ihr nehmt das Mischungsverhältnis, ein Teil dieses 70-prozentigen Alkohols plus 4 Teile destilliertem Wasser. Destilliertes, entmineralisiertes Wasser kommt hier rein. Wofür ist das? Das ist für den Fall, dass eure Filter mit diesem Spray kontaminiert sind, in Anführungsstrichen. Das dient dann so quasi als Glasreiniger ohne Seife. Wichtig ist das ohne Seife. Das Abputzen erledigt dann ein oder nach Möglichkeit sehr viel mehr als ein Mikrofasertuch. Je größer die Dinger sind, umso besser. Ich habe im Rucksack locker 3 oder 4 Stück. Die brauche ich immer mal wieder. Dann Ziploc-Tüten. Wenn ihr ein grobmaschiges Mikrofasertuch habt, könnt ihr das im Hotel unter den Wasserhahn halten einfach und mit Wasser sättigen. Dieses nasse Tuch tut ihr dann in so eine Ziploc-Tüte rein. Ihr wollt frisches Wasser haben. Also nehmt ihr dieses Tuch, tut den Filter da rein, damit das Salz und so weiter in dieses Tuch gelangt. Das Tuch kommt dann weg, beiseite und dann tut ihr mit dem anderen, nach Möglichkeit optimalerweise frischen Tuch, das Ding reinigen. Und dann noch ein letztes. Das ist eine sogenannte Stirnlampe. Eine Stirnlampe ermöglicht es uns, mit freien Händen zu sehen, wo wir hinlatschen. Da gibt es einmal Weißlicht und einmal Rotlicht. Ich habe jetzt hier Rotlicht, weil da hast du keine Lichtverschmutzung in dem Maß, wie wenn du Weißlicht anmachst, ne, weil der Lichtkegel sehr viel größer ist. Und du hast halt den Vorteil, dass du die Nachtsicht nicht verlierst.
So, jetzt wisst ihr, was wir alles mitnehmen müssen. Jetzt ist noch die Frage, wie transportieren wir das bis nach Nordnorwegen? Ne? Die Antwort auf die Frage mit wirklich super tollen F-Stop-Rucksäcken. Wir benutzen die beide schon eine ganze Weile. Oh ja. Das Tolle an diesen Rucksäcken ist, die sind sehr modular. Ne? Auf der einen Seite haben wir einen unheimlich stabilen, wasserdichten, vollwertigen Trekking-Rucksack. Aber es gibt da diese Foto-Inlets. Das Schöne ist, du kannst hier die Sachen wirklich gut arretieren. Ne? Und wenn das Ding dann aufrecht steht, dann fällt das nicht raus. Wir als Fotografen haben ja die Tendenz, immer nur an unser Fotoequipment zu denken. Aber spätestens, wenn man mal on Location sitzt, dann kriegt man schon mal ein Hüngerchen zwischendurch. Ne? Ich schon mal. Oder man friert, ja, man braucht einen Taschenwärmer oder was auch immer. Die F-Stock-Rucksäcke haben meistens hier vorne eine Tasche, zum Teil noch seitlich Taschen. Da passt viel rein. Ja, Serdar, jetzt heißt es eigentlich nur noch packen. Und dann ist es auch schon soweit. Der Tag der Anreise ist gekommen. Beladen mit reichlich Gepäck mache ich mich, noch ohne Serdar, von Frankfurt aus auf den Weg in Richtung Norden. Der erste Flug wird uns nach Oslo bringen. Da müssen wir nochmal unser ganzes Gepäck auschecken, durch den Zoll wieder einchecken, um dann nach Evenes zu fliegen. In 20 Minuten ist Boarding und wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Gerade noch rechtzeitig erreiche ich den Anschlussflug, der mich zum letzten größeren Flughafen auf dem norwegischen Festland bringt. Harstad-Narvik dient uns als Eintrittstor zu den Lofoten, die bis zu 300 Kilometer nördlich des Polarkreises liegen. Gepäck einsammeln, Mietwagen holen und schon bin ich auf der letzten Etappe zu unserer Basis in Svolvær. In der nächsten Folge der Color Class Lofoten treffe ich Serdar in unserem Hotel in Svolvær wieder. Gemeinsam besprechen wir, wie wir an die Location-Planung herangehen und welche Tools uns zur Verfügung stehen. Wir haben die nächsten Tage ganz gute Chancen. Und dann dürfen wir auch endlich die Auslöser unserer Kameras drücken, um die fantastischen Lichtstimmungen der Lofoten einzufangen. Seid dabei bei der nächsten Folge der Color Class Lofoten.